Oh. Yeah. Streicht die letzten 20 Sekunden aus eurem Protokoll, aber ganz im Ernst, jeder von uns hat doch gerne mit Puppen oder Robotern gespielt. Selbst namhafte Hollywood-Regisseure verwenden oft riesige Metallklumpen dazu, peinliche sexistische oder rassistische Witze auszubreiten, beziehungsweise zu zeigen, dass Transformers auch Eier haben. Danke dafür, es sind einige Jahre vergangen, aber ich kann immer noch nicht richtig schlafen. Für Leute, die allerdings gerne beim Filmgenuss richtig schlafen, gibt's dann andere untergeordnete Trash-Filme. Dabei auch einige Filme der Full Moon Entertainment Schmiede, aber einer, der da definitiv nicht dazugehört, ist Charles Bands Robot Jocks. Eine Art Transformers, nur mit wesentlich mehr Charme, mit wesentlich mehr handgemachten Effekten und mit einem für Charles Band-Verhältnisse massiven Budget von 10 Millionen $. Und da merkt man auch, dass sich Mr. Band vielleicht ein kleines bisschen übernommen hat bei diesem Film, hat doch dafür gesorgt, dass er mit seiner damaligen Produktionsschmiede den Bach runtergegangen ist. Ähnlich nicht nur, wie die kleinen Typen in den Holzfässern in Hobbit, sondern auch die Kritikerbewertungen mit jedem weiteren Teil von Hobbit. Und da könnte man sich jetzt eigentlich fragen, Moment mal, Robot Wars ist doch der amerikanische Originaltitel für Robot Jocks 2. Wie kann es eigentlich sein, dass Wicked Vision in ihrer Full Moon Classic Selection jetzt den zweiten Teil veröffentlicht, aber nicht den ersten Teil? Und ich muss zugeben, ich habe relativ lange gerätselt an dieser Frage. Ähnlich übrigens, warum Günther Jauch immer wieder in Wer wird Millionär beim Einsatz des Telefonjokers sagt, der Typ, den Sie jetzt anrufen, kann unsere Sendung jetzt gerade nicht sehen. Warum? Hat jeder als Telefonjoker Stevie Wonder da stehen, irgendwelche RTL-Funktionäre mit Maschinengewehren bei dem im Wohnzimmer und bewachen die Glotzkiste? Nein, es ist einfach nur keine Live-Sendung. Ich habe früher wirklich Jahre gebraucht, um da drauf zu kommen, aber das ging heute ein bisschen schneller. Robot Jocks war auf jeden Fall eine Produktion von Charles Bands Produktionsschmiede Empire International Pictures, also keine Full Moon Entertainment Produktion und demnach natürlich auch nicht prädestiniert für einen Re-Release in der Full Moon Classic Selection. Und ja, ich habe Re-Release gesagt, immerhin ist der erste Robot Jocks ja im deutschsprachigen Raum bereits von Explosive Media im High-Definition-Format auf Blu-ray erschienen. Außerdem finde ich es jetzt relativ clever, dass man für den deutschen Blu-ray-Release des zweiten Teils nicht den alten deutschen Titel Robot Jocks 2 verwendet hat, sondern eben den amerikanischen Titel Robot Wars. So hat man nämlich in seinem Full Moon Classic Selection Regal nicht das Gefühl, dass da irgendetwas fehlt. Außerdem, muss ich noch dazu sagen, dass die Art, wie man aus diesem Teil ein Sequel gemacht hat, meiner Meinung nach doch irgendwie relativ interessant ist. Ging es doch im ersten Teil noch darum, dass sich diese Robotoiden-Giganten in einer Arena mehr oder weniger die metallene Kauleiste neu tapezieren im Auftrag von diversen Robot-Jocks. Das sind quasi die Roboter-Jockeys, die in der Kanzlei sitzen oder Kanzel sitzen von diesen Geräten, ebenfalls das ein oder andere Schlückchen Koffein zu sich nehmen und dann dafür sorgen, dass sich die Krieger so ordentlich in ihre Einzelteile zerlegen. Aber der zweite Teil startet mehr oder weniger mit einer komplett anderen Prämisse. Die Roboterkämpfer gehören nämlich der Geschichte an. Es wurden mehr oder weniger bis auf einen alle von diesen Teilen vernichtet und der AS2, der hat alleine noch die Funktion, Touristen durch die Landschaft zu kutschieren. Aber natürlich kommt es dann dazu, dass irgendein Bösewicht das Teil kapert und die Weltherrschaft an sich reißen will. Was machen wir heute Abend? Dasselbe, was wir jeden Abend machen. Und die ganze Geschichte geht wieder von vorne los. Und für die Leute, denen diese Verbindung einer Story zu subtil ist, für die hat damals der alte deutsche Videoverleiher, übrigens,
total passend, eine kurze Retrospektive auf den ersten Teil eingefügt, wo man mit Szenen aus dem ersten Teil und einem wunderschönen, quasi VHS-Rekorder eingetippten Lauftext Vorspann ein bisschen eine Verbindung hergestellt hat. Braucht man nicht wirklich, die Handlung von Robot Wars ist auch so relativ leicht zu verstehen. Genauso wie vielleicht das ein oder andere Bit of Trivia. Beispielsweise sind in Robot Wars, aka Robot Jox 2, die beiden Darsteller Danny Kamekona und Yuji Okimoto zu sehen, die hier den Fiesling und seinen fiesen Handlanger spielen, die übrigens gemeinsam schon als Vater und Sohn bei Karate Kid 2 vor der Kamera stehen. Yuji Okimoto hat außerdem noch gemeinsam mit Kamekona, gemeinsam mit Don Michael Paul, außerdem noch in Aloha Summer gespielt und was mich jetzt an der Stelle interessiert ist, war ursprünglich noch ein weiteres Robot Jox Sequel namens Battle Jox geplant, wo man riesige Dinosaurier-Roboter beim Kämpfen gesehen hätte. Das wurde allerdings leider aus mir tatsächlich wahnsinnig unvorstellbaren Gründen gecancelt, bis man dann irgendwann einmal The Asylum auf eine vergleichbare Idee angesetzt hat, wobei ich nicht glaube, dass Charles Band und die The Asylum Filmmaker ansatzweise miteinander kommunizieren. Übrigens, apropos Kommunikation, das machen wir ja auf mehr oder weniger einseitiger Basis bereits seit ungefähr mehr als 6 Minuten, außer natürlich ihr nützt in der Zwischenzeit die Kommentarspalte, um mir mitzuteilen, an welche ebenfalls in Österreich geborene andere Leute euch meine Sprechweise aus seltsamen Gründen erinnert, aber wir sollten vielleicht irgendwann einmal zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen und zwar, das ist die Verpackung der Blu-ray und deswegen würde ich sagen, wir beenden das Intro. Ich freue mich, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check die deutsche Full Moon Classic Selection Blu-ray von Robot Wars, aka Robot Jox 2 näher vorzustellen. Für die alte deutsche Videokassette des Films von Empire und VPS kam noch ein anderes Cover. Artwork zum Einsatz, für das es meiner Meinung nach auf dieser Welt nicht genügend Koffein gibt, aber glücklicherweise gibt es Photoshop hier, so wie Photoshop, so dass man sich für die deutschen DVD-Auftritte des Films anderer grauslicher Cover-Artworks bedienen konnte. Lediglich das Hardbox-Design von 84 Entertainment hat mir ansatzweise gut gefallen. Gut, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Immerhin handelte es sich dabei um das alte amerikanische Originalmotiv zu diesem Film. Das ist übrigens jetzt auch das Patestand für die neue deutsche Blu-ray von Wicked Vision. Wobei das amerikanische Motiv bzw. das Hardbox-Motiv noch ein klein wenig anders war. Man hat zwar hier denselben Vordergrund gesehen, der Hintergrund war allerdings nur schwarz mit Ausnahme eines Blitzes. Da war dann offensichtlich Sam Raimi am Poster-Design und hat den Blitz wieder entfernt. Dafür allerdings einen riesengroßen, fetten Hintergrund eingefügt, der das Ganze ein bisschen dynamischer, vor allem ein bisschen feuriger, explosiver und aggressiver macht und meiner Meinung nach die bestmögliche Coverpräsentation bietet, die dieser Film bislang bekommen hat. Wir sehen die beiden Roboter in genau den Positionen, wie wir sie im Film gegen Ende dann auch kurz zu Gesicht bekommen, nämlich in Kampfposition. Und da hat der Film einige wirklich geniale Stop-Motion-Aufnahmen zu bieten, aber gerade hier, wie mehr oder weniger Nummer 5 gegen den Skorpion-Krieger kämpft, das sieht einfach genial aus. Mit Explosionen an Orten, die gerade nicht einmal wirklich irgendwie angegriffen werden dafür, aber meiner Meinung nach mit einer sehr dynamischen Präsentation der beiden Robotercharaktere, einer sehr guten Einbringung von diesem feurigen, explosiven, dynamischen Hintergrund, ist das meiner Meinung nach ein wirklich cooles Cover-Artwork. Wechseln wir jetzt einmal über den Spine, wo natürlich dieselbe Schriftart verwendet wird wie bei allen anderen Full Moon Classic Selection Blu-rays, bis hin zum Backcover, wo wir wie gewohnt die Inhaltsangabe des Films bekommen, einige Informationen zu Cast and Crew beziehungsweise natürlich auch zum Bonusmaterial. So ist in diesem Fall ganz besonders interessant das Special Remembering David Allen, das ein 11-minütiges HD-Special aus dem Jahr 2017 ist und
sich da mit David Allen beschäftigt, der für die Special Effects zuständig war. Außerdem gibt's noch ein Vintage-Feature über Charles Band. Es gibt die Original-Videozone mit 30 Minuten, die deutsche Videozone mit 10 Minuten, beziehungsweise eben den alten deutschen VHS-Vorspann zu Robot Jox 2 inklusive der recycelten und aufbereiteten Szene aus dem ersten Teil. Jetzt können wir einmal das Case öffnen, finden da natürlich wie gewohnt auf der rechten Seite die Blu-ray mit dem gewohnten Design und dann darunter liegend das Wendecover mit der alternativen Coverdarstellung. So ist es ja eben bei jeder Blu-ray aus der Full Moon Classic Selection üblich, dass es einerseits das, was wir vorher gesehen haben, das Format füllende Cover Artwork gibt, andererseits aber eben auch die Präsentation, wo das eigentliche Cover Artwork in einem quadratischen Ausschnitt zu sehen ist und oberhalb in der Standardschriftart der Filmtitel steht, beziehungsweise unten der Hinweis auf die Full Moon Classic Selection. Ich weiß, ich habe wirklich lange mit mir hadern müssen, welche von diesen beiden Versionen ich als Außencover haben möchte, weil wer mich kennt, weiß, erstens, ich liebe einheitliche Designs, andererseits, ich liebe Cover Artworks ohne Rahmen. So war das irgendwie eine wirklich schwere Entscheidung, aber ich finde, mein persönlicher Favorit ist dann doch die Version ohne den Rahmen, wobei ich auch die andere Version in diesem Fall richtig cool finde. Robot Wars stammt aus dem Jahr 1993 und erscheint jetzt mit einer brandneuen HD-Abtastung zum allerersten Mal in deutscher Sprache in High Definition auf Blu-ray. Und das, obwohl der Film jetzt mittlerweile fast 30 Jahre auf dem Buckel hat. Man muss ganz ehrlich bei einem Film aus den 90er Jahren immer nachrechnen, um das fassen zu können. Anyways, wie üblich in Playzockers Blu-ray-Check möchte ich natürlich auch in diesem Video einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Wicked Vision direkt zeigen. Wie gewohnt weise ich allerdings darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern oder auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Trotzdem bin ich allerdings der Meinung, dass wir über diese Screenshots einen sehr guten Eindruck von der Blu-ray-Bildqualität bekommen können und die ist im Fall von Robot Wars absolut positiv. Man merkt zwar, dass der Film damals mit recht geringem Budget realisiert wurde, was meiner Meinung nach ganz besonders natürlich bei den Effektshots auffällt, die jetzt noch deutlicher zeigen, dass man hier mit recht geringerem Budget gearbeitet hat, als noch bei einem VHS bzw. auch DVD-Transfer, wo das eben durch das etwas detailärmere Bild ein bisschen kaschiert werden konnte. Aber ich mag das, weil ich mag Trash-Filme. Natürlich merkt man auch, dass die Composite-Shots, die Effekt-Shots vielleicht teilweise produktionsbedingt ein bisschen weicher und detailärmer ausgefallen sind. Die meiste Zeit hindurch ist die Blu-ray-Bildqualität von Robot Wars aber absolut phänomenal. Ein punktscharfes Bild mit großartiger Detailzeichnung, mit kräftigen, natürlichen Farben, mit einem dynamischen Kontrast. Eine Bildqualität, die man bei einem Full Moon Entertainment Film fast nicht erwarten hätte können, hätte man nicht schon in der Vergangenheit etliche andere Blu-ray-Aufbereitungen von Full Moon Titeln von Wicked Vision gesehen und gewusst, dass diese Filme auch richtig gut aussehen können. Das ist ein großartiger Transfer, der zwar produktionsbedingt eine leichte Körnung aufweist, die mich persönlich aber überhaupt nicht stört, der dank der sehr guten Enkodierung mit 19 GB für einen 72-Minuten-Film auf der Blu-ray definitiv mit ausreichend Bits und Bytes daherkommt, sodass die Kompression dezent im Hintergrund arbeiten kann. So ist das meiner Meinung nach ein wirklich hervorragender Transfer. Und hervorragend ist, finde ich, jetzt einmal ein perfekter Abschluss für diese, nennen wir es Staffel der Full Moon Classic Selection von Wicked Vision, die wir uns in den letzten Tagen angeschaut haben. Full Moon Titel sind zwar teilweise nicht einmal überhaupt in Deutschland gelandet, andere wiederum auf alten VHS-Kassetten vergammelt, wobei einige es tatsächlich geschafft haben, den Sprung ins digitale Zeitalter zu meistern und einen DVD-Release zu bekommen. Jetzt allerdings haben
einige Full Moon Titel sogar die Ehre, in High Definition auf Blu-ray ausgewertet zu werden. Und da ist Robot Wars aka Robot Jox 2 einer der Filme, der diesen Sprung definitiv verdient hat. Einige wirklich coole Elemente, einige herrlich schön trashige Momente, das Ganze in einer sehr gut verarbeiteten Blu-ray-Präsentation mit hervorragender Bildqualität, mit einigen interessanten Specials im Bonusmaterial, ist das vor allem eine wundervolle Edition, die sich sehr, sehr schön in das sehr, sehr einheitliche Regal der Full Moon Classic Selection einreiht.